Bis heute wird Berlin-Schöneweide geprägt vom Kabelwerk Oberspree, einem einzigartigen Monument deutscher Industriegeschichte. Das KWO steht für den Aufstieg Berlins zur Elektropolis, der Stadt der Elektrotechnik, die die Welt veränderte. 1895 erwarb die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft das Areal an der Spree und ließ die damals hochmoderne Fabrikanlage erbauen. Der Gründer und Direktor der AEG, Emil Rathenau, war dem Kabelwerk in ganz besonderer Weise verbunden. Zum ersten technischen Leiter machte er seinen jüngsten Sohn Erich Rathenau, wie der Vater ein Maschinenbauer aus Leidenschaft. Da dessen Villa neben dem Kabelwerk noch im Bau war, bezog er Quartier im Verwaltungshaus neben dem Werkseingang. Nach seinem unerwartet frühen Tod fiel der Vater in eine lange tiefe Trauer. Wohl deshalb übernahm er nun die Leitung des Kabelwerkes persönlich. 1915 verstarb auch Emil Rathenau. Der Sarg wurde in der Starkstromhalle des Kabelwerkes aufgebahrt. Sein Sohn Walter Rathenau hielt die Trauerrede. Zehntausende säumten den Sarg. Die Trauerfeier gehört zu den größten und bewegendsten Ereignissen in der Geschichte Schöneweides. Bestattet ist die Familie auf dem Waldfriedhof in Schöneweide, ein frühes Geschenk von Emil Rathenau an die Gemeinde. Die Grabstätte wurde von dem Architekten Alfred Messel entworfen. Bestattet ist hier auch Walter Rathenau. Der war ab 1915 Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident der AEG und übernahm im Ersten Weltkrieg wichtige politische Positionen. 1922 wurde er von Rechtsradikalen im offenen Wagen erschossen. Unter der Leitung der Rathenaus wurde das KWO zum größten und modernsten Kabelwerk Europas. Die Werksanlagen wurden fortlaufend erweitert, im Ersten Weltkrieg waren über 20.000 ArbeiterInnen hier beschäftigt. Mit dem Wachstum des Unternehmens entwickelte sich auch die betriebliche Sozialpolitik. Mathilde Rathenau gründete eine Stiftung, die sich besonders für Arbeiterinnen einsetzte. So wurde im KWO erstmals die Stelle einer Fabrikpflegerin geschaffen. Sie war für die etwa 800 im Werk beschäftigten Frauen und Mädchen zuständig. Das änderte aber nichts daran, dass die Arbeitsbedingungen weiter hart waren und Frauen nur die Hälfte ihrer männlichen Kollegen verdienten. Zum KWO gehörten viele verschiedene Fabriken, wie die Metallgießerei, das Blech- und Kupferwalzwerk, die Drahtfabrik, die Telefonkabelfabrik. Insgesamt wurden etwa 30.000 verschiedene Produkte hergestellt. Exportiert wurden sie in die ganze Welt, mit der Güterbahn bis hoch in die Alpen, und vom hauseigenen Kupferkai ging es per Schiff von Skandinavien bis zu den Goldminen in Afrika. Fortlaufend wurden neueste Technologien erprobt. 1902 sind über den Schornsteinen des Kraftwerks Drähte gespannt, Versuchsantennen für die Entwicklung drahtloser Nachrichtenübertragung. An und in den Werkshallen befanden sich überall Laboratorien, in denen geprüft und geforscht wurde. Neueste Erfindungen gelangten hier zur Produktionsreife. Die erste Verstärkerröhre, benannt nach ihrem Entwickler Robert von Lieben, wurde ab 1912 im KWO gefertigt. Sie war die erste Verstärkerröhre und ermöglichte den Aufbau des deutschen Telefonnetzes. Die Arbeiterstadt Schöneweide war auch Austragungsort zunehmender Arbeitskämpfe. Im Zweiten Weltkrieg wuchs die Belegschaft auf über 9.000 Mitarbeiter, dazu kamen tausende ZwangsarbeiterInnen. In den letzten Kriegsjahren wurde das KWO bombardiert, etwa 25% der Gebäude waren zerstört. Nach den Demontagen begann die sowjetische Leitung mit dem Wiederaufbau. Anfangs wurden noch Gebrauchsgüter wie Bratpfannen und Öfen produziert. Dann entwickelte sich das KWO mit über 6.000 Beschäftigten zu einem Vorzeigebetrieb der DDR. Mit diesem Spezialcontainerzug, der heute Mittag nach Rostock-Überseehafen abgeht, hat das Berliner Kabelwerk Oberspree im Exportplan 5 Tage Planvorsprung erreicht. Trotz der außerordentlichen Belastungen in diesem Jahr erfüllen die Kabelwerker pünktlich ihre internationalen Verpflichtungen. Jährlich mehr als 135.000 Kilometer Kabel und Leitungen in alle Welt. In über 50 Ländern der Erde findet das hohe technische Niveau der hier produzierten Nervenstränge der Wirtschaft Anerkennung, darunter vor allem die bisher mit 8 Messegoldmedaillen dekorierten Spitzenerzeugnisse der DDR-Kabelindustrie. Was die Kabelwerke aber besonders auszeichnet, ist ihr Bemühen, die Weltgeltung ihrer Produkte mehr als in anderen Jahren nun in nützliche
Verträge für unsere Volkswirtschaft, für unser Land umzumünzen. Das KWO war der führende Betrieb der elektrotechnischen Industrie der DDR. 20.000 Produkte wurden hergestellt und wie zu AEG-Zeiten gab es eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Neue Technologien bedeuten im Sozialismus immer bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Dieser Grundsatz sozialistischer Rationalisierung bestätigt sich auch im KWO. Die traditionellen Kabel und das neue Erzeugnis. Lichtwellenleiterkabel sind auf die Zukunft ausgerichtet. Sie können wesentlich mehr Informationen und Informationsarten übermitteln als Kupferkabel. Mit dem Fall der Mauer beginnt der Überlebenskampf. Die Treuhand teilt das Werk. Der östliche Teil soll vom Land Berlin entwickelt werden. Hier entsteht später der neue Campus der HTW Berlin. Das restliche KWO wird eine GmbH. Man sucht nach neuen Kunden, aber die Konkurrenz schläft nicht. 1992 kommt hoher Besuch ins KWO. Zur feierlichen Übergabe an den neuen Eigentümer, das britische Kabelunternehmen BICC, besucht Queen Elizabeth Schöneweide. Doch die Freude währt nicht lange. BICC wird von der amerikanischen Konkurrenz übernommen. 1997 erwirbt ein deutscher Kabelproduzent, die Wilms-Gruppe, die Restbetriebe. In einem Teil der Gebäude werden seitdem Drähte gezogen, Erzeugnisse aus Aluminium und Glasfaserkabel hergestellt. Mit seiner großen Tradition steht das KWO für das industrielle Erbe Berlins. Neben den alten Industrieanlagen entstand ein moderner Campus. Es bleibt zu hoffen, dass sich aus dem Spannungsfeld eine zukunftsfähige Mischung entwickelt, die den Geist des Ortes langfristig bewahren kann.